meisten verkaufen. Ja. Daran. Das sieht gut aus, ne? Ja. Wandmalerei. Super. Okay. Das ist gut. Und dann haben wir letztendlich Currysoße. Das ist eine pikante. Die bekannte, ja? Pikantes Ketchup. Na jetzt, maak aan. Ah, wie lang is? Und wie lange machst du den Job? Ich mache den Job jetzt schon 5 Jahre. Also gelernter Koch? Ich bin gelernter Koch. Das mache ich schon 30 Jahre, ja. 30 Jahre. Ja. Okay. Und hier bei Edelküre seit 5 Jahren? Oder? Seit Edelküre jetzt 5 Jahre, ja. 5 Jahre. Okay. Und davor wo bist du gewesen? Davor habe ich in der Systemgastronomie Eröffnung gemacht. Habe so Eröffnungsmanagement betrieben für ein großes Systemgastronomieunternehmen und habe so Restaurants deutschlandweit eröffnet. Da haben wir unsere klassische Soße. Klassisch jetzt. Das Pikant ist dann mit ein bisschen mehr Chili-Anteil. Okay. Und dann haben wir noch eine fruchtige, die halt noch mit Säften und so abgerundet ist und Sirups. Das heißt, im Menü kann ich das... Im Menü kannst du frei wählen, welche Soße du von dem willst. Ja. Okay. Wir haben auch manche Gäste, die wollen mal halb haben, um das zu probieren. Das machen wir dann auch. Ah. Ja. Hier die... Das sind unsere Pommes-Dips. Das ist eine normale Mayonnaise. Das ist eine holländische Frittessoße.
Die hat ein bisschen mehr Eigelb als eine normale Mayonnaise, so einen kleinen Tick süßer, würde ich sagen. Mhm. Dann haben wir eine Honey Mustard, also Honig-Senf. Mhm. Dann eine Oriental, die ist sehr scharf. Mhm. Eine Aioli und einmal Trüffelcreme. Mhm. Also das ist jetzt alles zu Pommes kann ich auch wählen. Genau, zu Pommes gibt es dann immer so kleine Portionsschalen und dann kannst du frei wählen. Mhm. Okay. Hier ist noch normaler Senf für eine Bratwurst. Ja. Wir haben hier so verschiedene Programme für die Zeit, ne, wie lange man so Pommes braucht. Oh. Jetzt aber schon vorgebraten und damit, da die ja immer so 15 Minuten braucht ungefähr, brate ich natürlich immer welche vor. Jetzt schiebe ich die hier rüber, dann können die ein bisschen auf die Gäste warten. Gracias. Tego. Ganz schön großer Mixer hier, oder? Genau, den brauchen wir halt, um unsere Soßen herzustellen, ne? Um die dann nochmal richtig zu verrühren damit oder unsere Dips fertig zu machen, die machen wir ja alle frisch. Und dann brauchen wir einen großen Mixer. Ist halt unterschiedlich temperatiert, ne? Also hier sind über 200 Grad und hier sind nur 100 Grad auf der Seite. Ah. Deswegen können die hier ein bisschen länger liegen und dann machen wir die mal da nochmal so richtig heiß. Ah, verstehe. Sagen jetzt? Das ist eine Wildwurst. Das ist die Geflügel. Ja. Dann machen wir noch 2 normale Rinderwurst.
Süßkartoffel? Süßkartoffelpommes, ja. Der Burner hier. Ja. Ja. Das ist halt die wir am meisten verkaufen. Ne? Damit der Kellner auch weiß, dass das eine Wildwurst ist. Gibt hier so einen kleinen roten Punkt. Aha. Weil sonst kann der Kellner das ja nicht mehr erkennen. Magst du mir die Soßen hinterherbringen, bitte? Jetzt kommt der Salat. Genau, kleiner gemischter Salat. Jetzt okay? Magnifique.
Nee, das ist fruchtige Soße. Hamburger Art mit fruchtiger Soße. Hab aber an dem Tisch auch noch eine Hamburger Art mit klassischer Soße. Und das ähnelt sich so sehr für die Zähne. Deswegen mache ich da auch so einen Punkt drauf. Also fruchtig und Raus? außer. Ich war zu schnell und habe die Pommes schon gesalzen gehabt. Deswegen kommt sein Kleid. Aber er hat ja eh noch sein Bierchen, oder? Das ist schon längst alles. Das ist schon alle. Ja. Muss ihm noch eins machen. Ja, ist doch nachhaltig, ja? Zwischendurch abwaschen? Zwischendurch abwaschen, ja. Sonst haben wir irgendwann keine Teller mehr oder so. Dann zwischendurch immer mal einmal sauber machen. Veganer? Vegan. Klassisch mit Pommes.
angeschnitten habe ich jetzt Wurst wieder, damit ein Ist das bisschen, jetzt? das ist eine Bison. Ah, diese, okay. Ja, jetzt hier 2, hier habe ich 2 und hier habe ich nochmal eine. Bison? Genau. Ich bereite immer nicht so viel Bison vor, weil das ja nur unsere Spezialwurst ist. Und wir nicht immer unbedingt so viel davon verkaufen. Ja. Ja. Ist die neue oder? Genau, ist wieder klassische Soße. Wechseln immer einmal die Einsätze mittags. Füllen auf und machen sauber. Haben wir hier mal einmal klassische Soße und einmal pikante Soße im Topf. Welche Soße wird mehr genommen? Also die Am meisten wird klassisch genommen. klassisch, ja? Einmal Honey Mustard und einmal was Scharfes Oriental. Sehr gut. Fruchtig, ne? Ja, bitte. Und klassisch heute, ne? Ja, danke. Oriental ist auch scharf genug. Hast du genug zu tun mit. – 2007 haben ein paar Freunde und ich uns Gedanken gemacht über die Situation, dass in den deutschen Kantinen Currywurst und Wiener Schnitzel die Lieblingsgerichte waren und das vielleicht mal in einer besseren Form anzubieten als die Pommesbude. Ich will die Pommesbuden nicht schlecht machen, aber da wird meistens der große Eimer aufgemacht und wir haben angefangen, unsere Pommes frites selber zu stiften, vor- und nachzufrittieren. Wir haben alle Soßen sozusagen selber produziert, Rezepturen ausprobiert und kochen jeden Tag frisch unsere verschiedenen Ketchups. Wir haben verschiedene Soßen zu den Pommes frites.
Und die Wurst selber, die haben angefangen damals mit einer Wurst. Da haben wir auch Wochen bei meinem Fleischer des Vertrauens hier aus Hamburg rum experimentiert, bis sie uns sozusagen wirklich geschmeckt hat, in Kombination natürlich mit unserem Ketchup. Mittlerweile bieten wir verschiedene Würstchen an, von der Bisonwurst, Wildwurst, Geflügelwurst, natürlich auch eine vegane Variante. Angefangen mit Schweinefleisch? Also aus Schweinefleisch? Nee, unsere Edelcurry prämierte Wurst besteht aus Rindfleisch, ist allerdings ein Schweinedarm drumherum, deswegen dürfen wir sie nicht als Rindbratwurst bezeichnen. Es ist auch minimal Schweinefett dabei, weil eine Wurst funktioniert tatsächlich nur, wenn auch ein ca. 20%iger Fettanteil dabei ist. Die Gastroszene verändert sich und die Ansprüche verändern sich und wie gesagt, unsere Range, unser Angebot an unsere Gäste, ausschließlich natürlich in Bezug auf das Konzept Currywurst, erweitern wir ständig und versuchen immer wieder Trends aufzugreifen oder vielleicht sogar Trends zu setzen. Und wir wollen, das ist in der Dienstleistung einfach so, wir wollen, dass jeder Gast hier rausgeht und sagt, boah, war aber lecker. Da bin ich freundlich behandelt worden und hier komme ich wieder. Und eine bessere Werbung kann man gar nicht machen. Das ist unsere Sicht der Dienstleistung und so soll es eigentlich überall sein. Also, ja. Dann wieso erst nicht als Imbissbude? Imbissbuden gab es auch in jeder Ecke. Ne? Und wir wollten das einfach mal besser machen. Also wie gesagt, ohne Konservierungsstoffe, weniger Fett, frische Sachen. Also unsere Wurst besteht eben auch aus Fleisch und nicht aus Fett. Ne? Natürlich hat die Wurst auch einen gewissen Fettanteil, weil eine Wurst funktioniert nur mit einem gewissen Fettanteil. Aber eben, es ist hochwertigstes Fleisch und wir wissen, woher die Rinder kommen. Wir wissen, wer die Wurst produziert nach unserem Rezept. Und das war mir einfach wichtig, dass wir verschiedene Salate anbieten, unsere Soßen eben selber auch produzieren und eben ganz anders als das, was die normale Pommesbude anbietet. Also ihr seid schon ein richtiges Restaurant. Ja, absolut. Na klar, wir haben hier einen ganz normalen Service, wir haben hier einen ganz anderen personellen Aufwand in der Küche, natürlich auch im Servicebereich. Also hier muss man nicht mit dem Tablett vorne selber irgendwas abholen, sondern es wird dann zum Gast gebracht und alle Gäste werden hier umhegt und gepflegt und sind auch sehr zufrieden mit dem, was wir hier tun. Dankeschön. Sehr gerne. Einen guten Appetit. Ja, danke sehr. Vielen Dank. Schmeckt Ihnen? Ja, Sehr schön. sehr gut. Sehr gut. Was haben Sie da genau für einen Teller? Ja, klassische Hamburger Currywurst. Ja. Mit klassischen Soße und mit fruchtiger Soße. Oh, auch mit Gut. fruchtiger gemischt. Genau, gemischt, genau.